Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Metallorem, SMLK Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed direkt von der Classic Expo in Salzburg. Wir nehmen Sie heute mit auf eine kleine Zeitreise und das machen wir zusammen mit einigen Ausstellern, aber wir fangen an mit dem Veranstalter Hermann Schwarz. Hey Hermann. Hi. Hi. Und? Ist der Stress weg? Ja, natürlich. Sie sind froh. Weil Alles gut. Monate Vorbereitung, gell? Ja. Ein Jahr. Das ist ein Jahr vor. Ja, aber nach der Show ist vor der Show, gell? Morgen ist Ja. für die neue. Was mir aufgefallen ist, du weißt, ich komme hier gerne, ich komme hier schon Jahre. Freut mich. Danke. Wo viele kleiner werden, wirst du immer größer. Ja. Wo ist der Geheimnis? Das Was Geheimnis ist, dass wir einen sehr guten Kontakt zu unseren Ausstellungen haben. Das ist wie eine große Familie. Wir haben den österreichischen Schmäh. Das wollen natürlich viele. Wir sind nicht so stur und es Ja, und du bist, schon mal kurz ein bisschen über ja, gern. Geh mal. Weil, Mantai, du bist auch sehr persönlich. Du bist in alles involviert, gell? Ja. Wie kann das bei dir sein und bei anderen nicht? Weißt du, das ist eigentlich, ich habe das ja nicht aus kommerziellen Gründen begonnen, sondern weil es mein Hobby ist. Ich beschäftige mich fast seit 60 Jahren mit alten Autos. Das war als Bub schon mein Traum, ein altes Auto zu haben. Ja. Und das hat sich jetzt die letzten 20 Jahre halt zu dem entwickelt, was es jetzt ist. Und ich habe ein sehr gutes Team. Ich habe da Und auch lange zusammen, gell? Das sicher. Wir wechselt sind sich. seit Und du hast auch 25 Jahren da. sehr international, aber du hast auch Holländer hier, Belgier, Wir haben, Franzose. wir haben sogar einen Amerikaner im Teilemarkt. Ja, Das ist natürlich besonders lustig und schön. ja. Und eben, wie du sagst, wir haben 2 Holländer, wir haben 8 Italiener, Ja. wir haben einen Schweizer, wir haben 3 Franzosen. Und das Witzige ist, man sieht sich vielleicht nur 2-3 Mal im Jahr Ja. und es entstehen da nette Freundschaften. Und das ist schon super Und irgendwie. ist auch einer der Geheimnisse, dass entweder alles immer das Gleiche ist, dass man sich vertraut ist mit alles, was du hier machst, oder dass du auch immer wieder neue Sachen hast. Wie? Ja, natürlich. Wir schauen natürlich schon, dass wir immer Neues bieten. Wir haben jedes Jahr oder 2 Sonderschauen, Ja. wie heuer dieses 150 Jahre Professor Porsche oder das Thema 75 Jahre Bulli. Und da haben wir das Glück, dass das alles in unserer Nähe ist. Und du hast auch Glück, dass du in einer wunderschönen Stadt bist, in Salzburg, weil natürlich. viele Frauen sind auch hier, Richtig. aber vielleicht nicht Da, auf wir der- gehen shoppen in die Ja, Stadt. ja. Und ich sage immer, Salzburg ist die kleinste Weltstadt der Welt. Und Du hast ein österreichisches Hinterland, Genau. das ist ein bayerisches Wir sitzen Hinterland von mittendrin. Besuchern. wir haben, wie soll ich sagen, das einkommensstärkste Umfeld. Bayern, Norditalien, Schweiz. Nicht zu vergessen die östlichen Länder, die kommen ganz stark. Polen, Slowakei, Slowenien, also Ich habe Tschechien. aber auch Ungarn. Ja, Ja, Ungarn. genau. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, ich nehme euch mit und ich stelle euch an einige Freunde vor. Ich habe das einmal in Essen gemacht auf der Messe und dann habe ich blöde Kommentare gehabt. Ja, der Holländer, der Utberg, der denkt mal, dass jeder sein Freund ist. Ganz ehrlich, Hermann, wie lange kennen wir uns? Ewig, gell? Ja, wirklich. Und Ich sind wir sagte das Freunde? jetzt. Ja, Gott sei Dank. Und ich sagte das jetzt, also zusammenarbeiten tun wir da jetzt schon fast 20 Jahren. Ja. Weil, erinnere dich an die Salz- und Ölreportagen, die du gemacht hast. Ja. Und der Schnee und im wir kennen zu unserer allerersten Begegnung im Café noch, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Wir haben uns nicht gekannt, ich wollte dich einladen. Weißt Ja. du noch, was da passiert ist? Na, jetzt so. Dass ich sagte, ich habe kein Geld mit.
da hast du zahlen müssen. Oh Und da Gott, hab ich, das weiß ich gar nicht mehr. was für Eindruck du gehabt haben musst von mir, dann der Holländer, der Ja. will lernen sein, hat kein Geld mit. Ich war meine Geldtasche vergessen. So. Ich gehe zu Till, Ja. weil wir sprechen uns alle, wir duzen uns alle. Ja. Und wenn ich sage, ich gehe zu Till, weiß ich gehe zu Sven, weißt du, Wo du bist. wo ich bin. Und dann sagst du ihnen liebe Grüße bitte, ich komme dann nach. Okay, bis später. Und gutes Gelingen weiter, weil Okay. du kommst keinen Meter weiter. Jetzt grüße ich jemand wieder. Genau. Mach's gut. Ciao, Ciao, ciao. Ciao. Das Autohaus von Till van der Hellen ist in Wendelstein, unweit von Nürnberg. Und Salzburg liegt da noch genau im richtigen Umkreis für ihn. Hey Till. Servus Martin, grüß dich. Guten Na, wie geht's Morgen. dir? Guten Morgen. Gut. Du, das ist so schönes mit und tollerweise 2 Autos war ich schon drin. Mit dem sind wir 3 Tage gefahren, wenn du dich erinnern kannst, auf der Altmühlter Classic. Ja. Waren 3 schöne Tage mit dir. Du hast es gebaut, so, gell? Weil ich weiß noch, du hast mir ein Foto geschickt von einem Auto, das war von Ernst Richter. Ich sag, hast du das Auto von Ernst gekauft? Weil der war Silber. Und ich sag, nein, das ist nur ein Vorbild, ein Beispiel. Aber das war auch ein SLC oder das von Ernst Richter ist ein SLC. Ich habe ja hier ein SL genommen und die Geschichte kommt daher, ich habe mich auf der Planei Classic angemeldet und dann hieß es ja bis Baujahr 72. Und dann ging ich über den Hof und denke mir, boah, ich habe ja gar kein Auto. Und dann stand der da, das war der einzigste und dann habe ich mir gedacht, aber so kann ich mit dem nicht fahren. Das war ein ganz normaler SL. Dann habe ich wirklich eine Nacht lang dieses Auto ausgeräumt. Ja. Und am nächsten Tag haben meine Jungs in der Werkstatt gesagt, was machst du da? Und dann habe ich nachts in diesen Motorsportkatalogen geblättert und. Habe die Teile bestellt. Meine Frau, was machst du da? Und irgendwann habe ich dann alles hast du mir hingestellt. erzählt, ja. Nein, irgendwann habe ich es dann hingestellt, habe ich gesagt, so stelle ich es mir vor. Ja. Dann habe ich angefangen, die Stoßstangen zu schweißen und habe die hingebaut. Und jeder hat nur den Kopf geschüttelt. Dann habe ich mir diese Bereitungen bestellt, habe die Kotflügel ausgeschnitten. Und dann kamen die Jungs ins Spiel und dann haben die Jungs gebaut. Aber die größte 2 Herausforderung Monate. war Fahrwerk, gell? Das Fahrwerk war die größte Herausforderung, vor allem das Auto hat eine Straßenzulassung Ja. und eine H-Kennzeichnung. Und da haben wir sehr lange natürlich gekämpft, aber es ist zeitgenössisch. So Ja. ein Auto gab es damals in der Art, wohl als SLC, Ja. aber das gab es letztendlich, deswegen haben wir es auch bekommen. Und nicht lange her, 3 Wochen her, waren Legend wir Grand Prix. in diesem. Und ich habe dich gefragt, hast du heute das Auto geputzt? Hast du gesagt, nein, das hast du gemacht. Ich habe das Auto nach unserer Fahrt im Regen, habe ich das Auto geputzt. Und wie habe ich das gemacht? Ja, das ist noch verbesserungswürdig. Nein, alles gut, alles schick. Und es gibt alles noch eine perfekt. lustige Geschichte, weil ich habe das Auto gefunden für dich in der Schweiz, bei der Oldtimer Galerie Toffen. Und du sagst, ja, so eins möchte ich gerne. Und wir beide, du und ich, wir haben ein Ding übersehen. Weil du bist ein bisschen länger, ein bisschen größer als ich. Ich bin im Auto gesessen und habe gesagt, Till, ist ein perfektes Auto, kauf dir das. Du hast es gekauft, dann kommt es zu dir, was passierte dann? Ich passe nicht rein. Ich passe nicht rein. Also ich muss das Armaturenbrett jetzt ausbauen und ich muss es etwas umbauen, damit mein Knie nicht andauernd am Armaturenbrett anschließt, weil das vom Gas geben zur Bremse, Ja, das du hast dauert keinen etwas Platz, gell? länger und das war auf der Rennstrecke nicht immer ganz so angenehm. Und du hast einen wunderschönen Meinen Jaguar, Jaguar. der Porsche Den und Porsche auch und den, unseren Transporter ist eine der Seltenheit. ist auch einzigartig. Gell? Du, ich krieg jetzt schon auf mein Uhr, weil die Kamera stoppt nicht, wir Ja, schneiden ja, ja. nicht. Okay. Ich muss jetzt weiter, weil ich krieg dann so ein Time, sonst passt das nicht in der Sendung rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Und, Tschüss, alle ganz lieb. und ich muss Till noch war schön, dich zu bedanken, sehen. weil ich fahre auch jeden Tag ein wunderschönes Auto, aber das passt hier nicht, weil freut ich mich. liebe mein E-Auto, das ich von dir zur Verfügung gestellt habe. Es freut mich. Und auch am Anfang, ich habe Hermann auch gesagt, wir müssen einige Leute noch klar machen, sind wir befreundet? Kennen wir unser Wohnzimmer gegenseitig? Ja, Kennen wir. Sind Kennen wir dann wir. Freunde? ja. Wir sind Und Olli Freunde. Bolli machen wir zusammen. Oliver, ja, das mache ich immer für ihn. Ciao, ciao. Ciao, ciao, tschüss. Nächster Halt auf der Classic Expo ist der Stand von Franz Wittner. Ein großer Name in der österreichischen Oldtimer-Welt und immer wieder ein gern gesehener Gast in unserer Sendung. Franz Wittner, das ist ja sehr lange. Ja. Wie lange war es? 2 Wochen? Ich kann gar nicht mehr schlafen ohne dich. Ich bin das ist der Wahnsinn, gell? Erscheinungen. Ja. Aber für die Zuschauer, ich hoffe, viele haben gesehen, dass Franz und ich on Tour waren in Steiermark. Cool, gell? Und ich habe jetzt einen neuen Job bekommen. Als Guide, gell? Ja, Das ist fixe wirklich wahr. Anstellung. Bald. Die Leute vom Tourismusverband vom Steier
die haben nicht begriffen, das war der beste Guide, den sie jemals gehabt haben, weil du weißt wirklich alles, oder? Jetzt wissen Sie es. Ja, genau. Ja. Aber hast du 3 Wochen lang studiert dort? Nein, das kam aus dem tiefsten Inneren heraus. Aber sogar, was hast du, 738 Figuren, das wusstest du alles? Ja, natürlich, die habe ich alle vorher gezählt. Ja, und ich nachher. Und Hey, richtig. aber- Dodgero 1955. Mille-Mille-Auto. Ja, würde sein, aber Ja. das Auto hier ist gefahren Silverstone, Brands Hatch und hat gewonnen für die RAF, Royal Air Force in Houghton Base, dort konstruiert mit dem Dodgero Rahmen, mit 3 Liter Aston Martin Motor. Und das bietest du hier ja, an es ist, zum ein, Kauf. es ist ein Einzelstück, ist das nicht super schön? Das ist wirklich so. Ja, du hast immer ganz, ganz besondere Autos. Gell? Ich liebe besondere Autos. Ja, vor allem amerikanische Autos. Auch, Gell? Ja, auch, genau. auch. Und du hast da Da habe ich was. 300. Wenn du viele auf Kinder, 600, wenn du Entschuldigung. viele Kinder noch hast oder kriegst, dann Ja. kannst du die hier alle transportieren. Ah, Und schau mal an. schau mal. Tada. Und der Champagner. Mit Champagner Ja. und Kühlung und extra Radio und Telefon. Ja. Du kannst nach Hause anrufen, ich komme etwas später heute, dann ist die Suppe schon einmal warm. Also so geht Du, wie das. wichtig ist Salzburg für dich, für die Messe hier? Ja, schau, ja, das ist unsere Heimmesse. Wir Classic sind- Expo. Natürlich, weil das ist ja um die Ecke hier, das repräsentiert den österreichischen Markt Ja. und somit auch alle Händler, auch in der deutschen Umgebung rundherum. Das Ja, ist doch im zentralen Bereich. Ja, wir versuchen die Zuschauer auch ein bisschen zu zeigen. Manche Leute haben von mir nicht geglaubt, ich habe schon zweimal gesagt in der Sendung, dass Freundschaft, das ist für Fans, wenn eine Kamera da ist. Aber nicht nur wir sind richtig befreundet, wir kommen zu Hause zueinander. Du kommst immer im Garten und trinkst etwas, wenn Und es schön Gebäck. ist. Und Ah, Gebäck Gebäck. dazu. Aber du auch mit Hermann Schwarz. Ja, natürlich. Ihr kennt schon einander schon. Oder der Mike Höll. Es ist so eine Also, Community. Es ist ja alles eine kleine Familie. Ja. Hier in diesem Oldtimer-Bereich, der Markt ist so klein, man kennt sich alle. Man kennt Und es sich sind natürlich nicht nur die persönlich. Autos, gell? Es Nein. ist das ganze Drum und Dreh. Natürlich. Und ich war einmal habe ich dich dran gehabt, weil du bist auch ein Italien-Spezialist. Norditalien kennst du die richtig, natürlich. aber ich habe der Franz, habe ich mal mitgenommen an Moveno-See war das, gell? Ja, und seitdem bin ich dort auch sehr gerne. Tada! Du, ich gehe weiter. Schauen Sie, wenn Sie Franz noch nicht im Fernsehen gesehen haben, auf www.topspeedtv.de oder auf der Webseite von Motorvision kann man das alles noch zurückschauen. Topspeed und Tour in Steyr mit der beste Guide von Österreich. Und zeig jetzt hier den Ja? lieben Zuschauern, was es da noch Herrliches zum Sehen gibt bei unseren Kollegen. ja, genau, wir gehen weiter. Ciao! Servus. Liebe Grüße an Bettina! Danke. Bevor wir unseren Rundgang durch die Messehalle in Salzburg fortsetzen, geht es zuerst nach Toffen in der Schweiz, wo wir einen Tag vor dieser Aufnahme bei der Oldtimer-Auktion zu Gast waren. Ein Event, das seit Jahrzehnten treue Besucher anzieht. Ich komme hierher ganz einfach, weil es hier eine tolle Atmosphäre herrscht jedes Mal. Die letzten 20, 25 Jahre, seit ich immer hier bin, gibt es immer ein tolles Angebot, eine Vielfalt. Diesmal sind es über 100 Fahrzeuge, die angeboten werden. Und das macht einfach Spaß, hierher zu kommen. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Es macht Freude. Man muss hier nicht herkommen, weil man unbedingt ein Auto kaufen will oder weil man ein ganz spezielles Objekt im Visier hat, sondern einfach auch wegen der Atmosphäre. Man kann das hier genießen. Es ist viel Unterhaltung, es ist viel Emotion im Spiel. Und das zu erleben, das zu erspüren, schon das ist eine Reise wert, hierher nach Toffen. Wir kommen auch immer, treffen uns zur Bratwurst hier im Restaurant. Das ist immer der Anfang. Und ja, dann schauen wir uns die Autos an. Und wir sind so zu 4 zusammengesessen. Keiner wollte was kaufen, aber jeder ging mit einem Auto nach Hause. Vor der Auktion haben die Besucher genug Zeit, die Exponate in Ruhe anzuschauen. Und schon das ist ein Erlebnis für sich. Auch für Auktionator Serge Stotzer sind diese Tage immer wieder spannend. 4-mal im Jahr empfangen wir unsere Gäste an unseren Auktionen. 2-mal in Toffen, einmal in Luzern, einmal in Gstaad. Heute sind wir in Toffen. Wir bieten wieder über 100 Fahrzeuge an, viele davon ohne Mindestpreis und es hat für alle etwas dabei. Also von BMW über modernere Ferraris hier zu meiner Rechten. Alle sollten eigentlich etwas finden. Wenn man nicht vor Ort sein kann, kann man selbstverständlich online mitbieten und das über Invaluable.
Im Laufe der Jahre hat sich der Oldtimer-Markt stark verändert und darauf stellt sich ein gutes Auktionshaus natürlich ein. Beat Loy erklärt, wie die Oldtimer-Galerie Toffen damit umgegangen ist. Wir haben die alten Hasen, die langsam verkaufen, was wir kaufen. Auf der anderen Seite haben und brauchen wir junge Leute. Und die haben natürlich ihre Jugenderinnerungen ganz an anderer Stelle. Also die Leute kaufen ja das, was im Kinderzimmer als Poster an der Wand hing. Und das ist heute halt ein Testarossa oder ein Diablo und nicht mehr ein Rolls-Royce Phantom 1935. Das ist Fakt und das merkt man auch. Und für uns, wir waren immer Gemischtwarenladen. Und wir wollen für jeden etwas haben, in jedem Preis, in jedem Alter. Pünktlich um 1:30 beginnt die Auktion. Herzlich willkommen zur Herbstauktion hier in Toffen. Preis 1000 Franken. Meine Damen und Herren, wir verkaufen auch 5500. Auch heute ist die Auktion wieder erfolgreich. Viele der über 100 angebotenen Fahrzeuge finden neue Besitzer und Serge Stotze kann mit dem Ergebnis zufrieden sein. Vielen Dank, wir hatten eine gute Stimmung heute im Auktionssaal. Meine Stimme ist so ein bisschen am Anschlag, aber es hat total Spaß gemacht. Viele Bieter, viele ganz unterschiedliche Bieter. Das Internet hat gut mitgemacht. Wir schauen jetzt schon wieder auf die nächsten Auktionen und planen weiter. Es macht Spaß. Zurück in Salzburg auf der Classic Expo besuche ich Christoph Schlagenhauf. Soll ich dir sagen, dass ich als echter Porsche-Fan, und ich glaube, ich weiß auch einiges von Porsche, dass ich das sogar noch nie live gesehen habe. Ich habe Fotos gesehen. Ja. Und wie viele Stück gebaut? 20 Stück wurden gebaut. Interessante Geschichte, beim gell? 3,2 Liter, nur beim 3,2 Liter, beim 964 gab es das auch noch, aber wenige. Und also es ist das normal, du musst das Dach abbauen, es ist ein Stahldach. Für die Leute, die es noch nicht wissen, es ist ein Cabrio mit einem Hardtop. Genau. Und Genau. da hat der Boss nicht etwas damit zu tun? Ja, dieses Auto hat beide Holy-Brüder, die Inhaber der Firma Boss in den 80er Jahren. Aber die waren damals Sponsor von Porsche. Genau. Und die hatten einen 3,2 Liter bekommen also jeder von ihnen mit einer tollen Ausstattung, mit allem, was Porsche damals hatte, das Cabriolet, unter anderem dieses Hardtop. Und das Hardtop passt nur immer auf dieses Auto. Aber weißt du, warum es nicht mehr gegeben hat? Weil es ist natürlich einzigartig. Es ist einzigartig, aber vielleicht, weil es so aufwendig war zum Auf- und Ab. Das hat keine. Aber jetzt umso besser. Genau. Und du hast da was Schönes, sehe ich. Ja. Hier haben wir auch was Besonderes. Du hast mich gefragt, und zwar dieses Auto ist in 3 Generationen die Mille Miglia gefahren. Erstens, es ist eine Carrera. Genau. Sowieso wertvoll und... Genau, besonderes Fahrzeug. Ja. Es ist die Mille Miglia gefahren in den 50er Jahren mit dem Gerd Kaiser. Danach ist es eben von den Söhnen wiedergefunden worden und zweimal mit ihnen die Mille Miglia gefahren und jetzt dieses Jahr. Weil ich war im gleichen Mille Miglia und die Jungs, die sind weinend auf mich zugekommen, weil du kennst den blauen Spider. Ja. Und den bin ich gefahren, Mille Miglia, und ich war in Amerika, bei der Unfallstelle von James Dean. Und die haben gemeint, das war das Auto von Gerd, von ihr Papa. Also Christian und sein Bruder, wie heißt er wieder? Christa und Staffan Kaiser. Und Staffan, ja. Genau. Die waren in der Mille Miglia und das kommt alles, das ist unglaublich, dass das so zusammenkommt. Das ist wunderschön. Jetzt muss ich dir noch was Besonderes zeigen. Wir müssen auf die andere Seite. Hier haben wir ein ganz besonderes Projekt, was mir am Herzen liegt, und zwar der Christian Rott, ein Pop-Art-Künstler, ein Freund von uns, hat das Auto für uns bemalt und wir haben es Genau. Und wir haben das Auto zur Verfügung gestellt und möchten das kostenlos versteigern, und der Erlös soll an die Kinderkrebshilfe in Tübingen gehen. Die Auktion findet statt am 6. Dezember, am Nikolaustag. Ja. Genau.
und wird da enden um 20 Uhr. Also die startet eine Woche vorher. Und da kann man eine einzigartige 928 kann man haben, aber noch wichtiger, das ist für die Krebshilfe. Genau, Kinderkrebshilfe ja, Tübingen finde ich e.V. sehr wichtig. Die bekommt den kompletten Erlös. Du bist ein guter Mensch. Aber das wusste ich schon Jahre. Ich gehe zu Sven Büssow, weil ja, wir sind fast zu Ende an der Sendung. Es geht Wieder schnell Porsche. so. Ja, wieder Porsche, Porsche, natürlich. sehr Liebe Grüße an deine Frau und gutes Gelingen mit das und mit alles, was du noch machst. Wir sehen uns Herzlichen bald Dank. wieder. Wir sehen uns wieder. Und dann gehen wir wieder in dem wunderschönen italienischen Restaurant bei dir. Das machen wir. Das Gerne. weiß ich jetzt noch. Ciao, mach's gut. Ciao, Christoph. Ciao. Zum Schluss treffe ich Sven Büssow, Geschäftsführer des Hans-Peter Porsche Traumwerks. Eine Garantie für etwas Besonderes. Schau, was es da gibt. Weil das ist back in time auf moderne Art und Weise. Absolut, Gell? absolut. Und das, was das Museum widerspiegelt. Ja. Wir wollen ja gleichzeitig die Vergangenheit, aber auch die Gegenwart und die Zukunft zeigen. Aber zeig die Zuschauer mal. Erzähl. Sportklassik, die, sag mal, die neueste Interpretation dieses Modells. Ja. Wir sehen da den 997 als Sportklassik. Ja, schon zu einer Ikone geworden. Ist das schön. Genau. Und Ich muss natürlich sagen, das klingt blöd. Ich habe zu Jordan, der Kameramann, gerade gesagt, das ist eine der schönsten Porsches, die ich jemals gesehen habe. absolut. Und handgeschaltet. handgeschaltet. Ja, das ist ist das toll. heutzutage ja noch was ganz was Besonderes. Und dieses Jahr auch Tagejubiläum. ja, Weil Genau. das steht auch nebeneinander, weil wir Genau. haben hier den eine der modernsten. ja, absolut. Und das ist ein Anfang 70er, 72er, 71er, Ja, genau. denke genau. ich. Ölklappe. Als Heritage natürlich. Ja. Und da Anfänge der Targa, zwar kein Soft-Window, aber schon einer der ersten. Und Targa ist für mich immer noch einer der schönsten vom 911. Aber du hast eine Vorliebe für Traktoren, oder? Schau hier. Ich habe eine Vorliebe natürlich für alle Porsches, Ja. aber auch natürlich speziell für Traktoren und natürlich für dieses gemeinnützige Projekt, wo wir Traktoren in Schulen und Einrichtungen Das für finde ich behinderte Menschen interessant. ein- Ja. Erzähl. Heutzutage haben es Jugendliche immer schwieriger, sich in Ja, irgendeiner ja. Weise für handwerkliche Berufe zu interessieren. Und wir bieten eine Basis dafür, einfach mal einen Grundstock zu lernen. Wir stellen einen Spezialisten, der mit denen zusammen dann einen Traktor restauriert. Und so haben die Jugendliche halt den Zugang zum Handwerk, was ganz wichtig ist. Wer kommt für so etwas in Frage? Junge Leute, und wo gehen wir dann hin und was können die erwarten? Es ist wichtig, dass es eine Einrichtung ist, wo sie die Möglichkeit haben, etwas zu restaurieren. Und das Ganze drumherum wird vom Projekt begleitet. Ja. Und, Kann man sich da anmelden? Absolut. Kann man sich über die Seite Projekt Porsche Junior anmelden und Ja. dann hat man die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren und rauszufinden, ob das Richtige ist, ob es das richtige Projekt ist. Und ich glaube, es findet sich oft eine Möglichkeit, sowas umzusetzen. Und das Edle ist, dass man Jugendliche in den Weg leiten kann zu einer guten Zukunft. Absolut. Dass sie ein Fach lernen. Und fürs Handwerk zu begeistern. Ja, ja. Heutzutage ist es ja extrem wichtig, auch Menschen fürs Handwerk zu begeistern und auch Handwerk weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, in so einem Projekt, wo man die Basis findet, für bestimmte handwerkliche Fähigkeiten gegeben. Das war Topspeed für diese Woche. Eine kleine Zeitreisenwanderung an Freunde vorbei. Ich hoffe, dass wir diese Sendung auch wieder mal geklärt haben, dass die Oldtimer-Community existiert eigentlich nur aus Freunden. Weil man Absolut. ist zusammen, weil man zusammen sein will mit der gleichen und nicht, weil man muss. Naja, und weil man eine Leidenschaft teilt. Ich glaube, Ja. das ist ganz wichtig. Man hat Genau. eine Leidenschaft, die in irgendeiner Weise man zusammen erleben will. Ja. Das ist ganz wichtig. Was steht dieses Jahr noch an zwischen uns? Und Außer jetzt privat kommt noch. die besinnliche Zeit, die leckere Zeit. Ja, ja. Wir wollten noch kochen zusammen. Es kommt der Nikolaus noch. Ich glaube, wir werden noch ein paar Kalorien zusammen zu uns ja, nehmen. ja, genau. Ich gebe dir jetzt die Ehre, weil ich war nur Co-Moderator jetzt, der letzte Teil. Verabschiedest du dich? Ja, ich bin in der Ausbildung. Ja, vielen Dank für diese Topspeed-Sendung und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Wie immer, er hat's gut gemacht. Komm, wir gehen was essen. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Metallorem, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.